Wenn wir in Medien oder hier auf YouTube Kommentare zum Thema BRICS oder CBDC hören, dann scheiden sich ja die Geister. Also für die, die jetzt noch einen der beiden Begriffe das erste Mal hören, CBDC ist die Abkürzung für ein neues Geld- oder Währungssystem. Dahinter verbirgt sich Central Bank Digital Currency oder Zentralbankgeld, das übrigens mehr als 130 Staaten aktuell entwickeln, testen oder die Einführung vorbereiten oder schon eingeführt haben. Das erste Mal in der Welt übrigens ist es eine weltweite Währungsreform. Und BRICS ist eine Allianz von Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika und weitere. In der Beschreibung findest du den Link, die ihren Handel nicht mehr mit Dollar verrechnen wollen. Beide Projekte werden, wenn sie denn umgesetzt haben, auf was sie abzielen, Folgen haben für dein und mein Leben. Und es ist ein Thema, das im Internet sehr, sehr aufgeregt diskutiert wird. Einerseits wird ja hier vor katastrophalen Folgen gewarnt. Zum Beispiel BRICS hätte das Potenzial, die führende Rolle der USA als Wirtschaftsmacht zu beenden. Oder CBDC hätte das Potenzial, die totale Kontrolle über die Menschen zu besitzen oder auszuüben, zum Beispiel zu bestimmen, was jeder einzelne Mensch mit jedem einzelnen Euro oder Dollar dann in dieser neuen Währungsform tun darf und was nicht, wo er es tun darf. Detail dazu später. Andere wiegeln alle Bedenken als totalen Unsinn ab. BRICS zum Beispiel, also was BRICS betrifft, da sind die Argumente oftmals relativ schwach. Zum Beispiel hört man dann, das kann gar nicht sein oder ich glaube das nicht oder das westliche System, also die USA als Wirtschaftsmacht, ist wirtschaftlich so stark und fortschrittlich und wird niemals von den BRICS-Staaten vom Thron gestoßen. Das erinnert vielleicht dich oder mich auch an das, was die Perser, die Griechen oder die Römer damals getan haben, bevor sie vom Thron gestoßen wurden. Wer hier also die Entwicklung der BRICS-Staaten kleinredet, hat oft schlecht recherchiert oder will persönlich einfach nicht, dass sich am bestehenden Finanzsystem und Wirtschaftssystem etwas ändert. Die Fakten zeigen, wir werden nachher noch auf Details eingehen, dass bereits jetzt China nicht mehr der größte Kreditgeber beispielsweise der USA ist. Also an den Platz von China ist jetzt zurzeit Japan getreten. Und gestern war beispielsweise zu lesen, dass die BRICS-Bank, also die New Development Bank, die NDB der BRICS-Gruppe, 1,115 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau des brasilianischen Bundesstaates Rio Grande do Sul bereitgestellt hat, der ja von den schlimmsten Überschwemmungen in der Geschichte des Landes verwüstet wurde. Aber das Geld wurde eben nicht in Dollar bereitgestellt, sondern das ist Geld, das über Währungsswaps innerhalb der BRICS-Gruppe in Brasilien liegt, weil zum Beispiel mehr Waren von China nach Brasilien verkauft wurde als umgekehrt. Also auch ohne, dass es bereits eine BRICS-Währung gibt, es wird ja diskutiert, wann und in welcher Form diese eventuell kommen könnte, stützt es jetzt schon die BRICS-Allianz und hat Nachteile für die Wirtschaft der westlichen Staaten, dass diese Länder untereinander mit Währungsswaps anstelle von US-Dollar Handel treiben. Ich schätze übrigens die sehr, sehr gute Recherche und Analyse, die einige hier in Videos über BRICS oder CBDC stecken. Allerdings komme ich in vielen wichtigen Punkten zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Und es gibt auch Aspekte, da kann man momentan zwar zuschauen, was im BRICS oder im CBDC-Bereich sich so alles tut, aber was am Ende die Folgen eines neuen Finanzsystems für dich und mich sein werden, sei es CBDC mit oder ohne BRICS, das muss und kann man basierend auf den Daten und Informationen, die wir heute haben, vielleicht noch gar nicht absehen. Es ist aber gut, die Fakten zu kennen und für sich ganz privat ein paar Entscheidungen zu treffen. Denn dass CBDC kommt, daran gibt es keinen Zweifel. Die Frage ist nur, wann und welche Fähigkeiten des neuen Zentralbankgeldes werden denn in den kommenden Jahren wirklich in dem Land, in dem ich jetzt lebe, auch aktiv genutzt werden. Und wenn wir das wissen, wenn ich das weiß, wenn du das weißt, dann können wir einen Plan B gestalten oder man kann sich auch entscheiden, sich einfach nur zurückzulehnen und abzuwarten, was passiert. Schauen wir also mal gespannt und unaufgeregt, was in den letzten Wochen im Umfeld von BRICS und CBDC passiert ist. Ich bin übrigens ein Freund, beides immer im Kontext zu betrachten. Also was geht hinter den Kulissen der Finanzwelt eigentlich ab? Ist das Gerede um eine neue BRICS-Währung nur heiße Luft? Wer gewinnt den Wettlauf? CBDC, also neues Zentralbankgeld oder die BRICS-Allianz? Oder gehört in Wirklichkeit beides doch zusammen?
Das sind ein paar Fragen, denen wir heute nachgehen wollen. Dieses Jahr ist ja das Jahrestreffen 2024 der BRICS-Staaten in Russland. Und kürzlich reiste aus den USA sowohl US-Außenminister Blinken als auch Finanzministerin Janet Yellen nach China. Und es ging vorrangig eigentlich nur um ein Thema, nämlich China von einer Ausweitung der Kooperation mit Russland im Rahmen der BRICS-Initiative abzuhalten. Und die Frage ist, liegen hier die Nerven blank? Geht es hier wirklich nur um Russland oder geht es eben wirklich um dieses globale neue Finanzsystem? Man muss wissen, dass in der Zwischenzeit sehr, sehr viel passiert ist. Man kann nicht mal sagen, hinter den Kulissen, denn wer sich für das Thema interessiert, findet in deutschen Medien winzig kleine Artikel, sogar auf Seite 1 und sehr ausführliche Informationen auf ganz offiziellen Seiten, zum Beispiel von Bundesbehörden oder auch von bestimmten Leitmedien, vor allem zur geplanten Einführung von CBDC in Europa. Man spürt aber ganz, ganz deutlich, dass alle Leitmedien und auch die Staaten den Ball hier versuchen, sehr, sehr flach zu halten, vielleicht auch, um keine Beunruhigung unter der Bevölkerung zu provozieren. Und das gilt für alle Themen, die mit der bevorstehenden globalen Neuordnung des Finanzsystems zusammenhängen. Sei es die BRICS-Initiative oder eben auch die CBDC, also das Zentralbankgeld, oder hier ganz speziell für uns den E-Euro. Wer also wirklich wissen will, was passiert, muss tief graben und nicht nur Schlagzeilen lesen. Man muss also die Artikel bis zu Ende lesen und man muss oftmals auch bereit sein, Artikel in englischer Sprache zu lesen. Als beispielsweise das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie in Deutschland, die technischen Richtlinien für digitale Währung der Zentralbank vom Februar veröffentlichte, so heißt das Dokument, titelten die Medien, die darüber überhaupt berichteten, mit Schlagzeilen wie zum Beispiel MSN, ich zitiere, digitaler Euro, Doppelpunkt, BSI rät für anonymes Bezahlen zu verschiedenen Wallets. Allerdings geht es, wenn man sich das Dokument dann ansieht, in dem Dokument fast überhaupt nicht um Anonymität, sondern genau das Gegenteil wird beschrieben. Das Dokument spricht davon, dass der größte Unterschied zwischen dem neuen, bald kommenden E-Euro und Bargeld eben die fehlende Anonymität ist. Es wird lediglich aufgeführt, dass man für sehr kleine Beträge eine alternative Wallet entwickeln könnte, die dann aber in der Verwendung stark eingeschränkt sein sollte. Also zum Beispiel mit einer anonymen Wallet nur noch sehr, sehr kleine Beträge, vielleicht nur wenige Male pro Tag, wird in diesem Dokument vorgeschlagen. Während die eigentliche Wallet weniger Einschränkungen, dann aber überhaupt keine Anonymität mehr hätte. Alle Fakten, die übrigens wirklich in diesem Dokument interessieren, werden überhaupt nicht erwähnt. Dass zum Beispiel die Zentralbank in Europa oder die Bundesbank in Deutschland beispielsweise einfach in meinem Wallet einzelne Euro einziehen bzw. widerrufen kann. Das Konto von außen löschen kann. Jedem einzelnen Geldbetrag eine Gültigkeitsdauer gegeben werden kann. Geld, das mir überwiesen wird, verfallen kann. Die Nutzung eingeschränkt werden kann, zum Beispiel der Betrag pro Tag, die Zahlungen pro Tag oder Betrag je Transaktion und sogar eingehende Zahlungen abgelehnt werden können. Bei einem Bankkonto ist es ja Usus, aber Bargeld hatte diese Einschränkungen bisher eben nicht. Übrigens sehe ich persönlich der Einführung der CBDC, also Zentralbankgeld, eher abwartend oder gelassen und nicht kritisch entgegen. Damit will ich die ganzen Argumente der Bedenkenträger nicht vom Tisch wischen, sondern stimme eigentlich allen genannten Fakten vollumfänglich zu. Aber bei aller Kritik an der Einführung von Zentralbankgeld weltweit sehe ich überhaupt keine Alternative, also keine Alternative, die realistisch umsetzbar ist in der kurzen verbleibenden Zeit und die besser geeignet wäre, den Schaden zu begrenzen, der bei der Neuordnung des Finanzsystems im ganzen Umfeld entstehen könnte. Immerhin wird ja diesmal nicht nur eine Währung durch eine neue ersetzt werden, sondern weltweit in mehr als 100 Staaten werden neue Währungen eingeführt. Und ich denke, die Komplexität des Problems und des möglichen Lösungswegs durch CBDC wird von vielen, vor allem Kritikern, nicht vollständig überblickt. Übrigens von mir natürlich auch nicht. Wenn man sich jedoch nicht voller Ärger oder Zorn auf die berechtigte Kritik zur CBDC oder Zentralbankgeld konzentriert, sondern mal ein paar Meter zurücktritt, kann man auch Chancen in diesem gigantischen Projekt sehen. Das ist zumindest meine Einschätzung. Und auch wenn CBDC nicht die beste Lösung für die Neuordnung des Finanzsystems sind,
sondern vielleicht die zweit- oder drittbeste, dann sind CBDC aus meiner Sicht eben die einzige weltweit für alle Staaten, die mitmachen wollen, Lösung, die überhaupt umsetzbar ist. Also andere Lösungen, die vielleicht einen viel größeren Charme haben und mir auch persönlich gefallen würden, wie vielleicht eine goldgedeckte Währung, sind eben leider nicht für alle Staaten weltweit gleichzeitig umsetzbar, beziehungsweise hätten ein sehr, sehr hohes Potenzial vielleicht für Kriege und neue Flüchtlingsströme. Aber zurück zum Thema. Wir sprechen ja gerade darüber, dass hinter den Kulissen oder richtiger gesagt, ohne dass dies in Medien groß thematisiert wird, unglaublich viel passiert ist und abläuft, das mit einem globalen neuen Finanzsystem oder dem Aufbau der Entwicklung des neuen Finanzsystems zu tun hat. Unter anderem hat sowohl China als auch Russland in kürzester Zeit eine elektronische internationale Zahlungsplattform aus dem Boden gestampft, die eine Alternative zu SWIFT ist und von allen Staaten des BRICS-Staatenverbunds genutzt werden könnte. Und China verfolgt ja zusätzlich zum BRICS-Bündnis noch eine eigene parallele Strategie und hat bereits 41 sogenannte SWAP-Vereinbarungen geschlossen. Und während einige philosophieren, ob zuerst CBDC oder doch vorher noch eine BRICS-Währung Realität werden könnte, werden im BRICS-Verbund bereits riesige Summen nicht mehr über Dollar, sondern über SWAP-Vereinbarungen abgewickelt. Und die BRICS-Staaten stehen kurz davor, über eine interne Verrechnungseinheit abzuwickeln, ähnlich wie dies einige der EU-Staaten vor der Einführung des Euro als echtes Bargeld auch mit dem ECU gemacht haben. Übrigens, nicht nur China und die BRICS-Staaten arbeiten ja hier an ihrem Plan B, auch die Asian Alliance, also der Verband südostasiatischer Nationen, zu der China nicht gehört. In der Tat scheint es fast ein Wettrennen zu geben zwischen CBDC-Einführung auf der einen Seite, der Allianz der BRICS-Staaten und jetzt noch übrigens Chinas Alleingang. Der normale Bürger bekommt kaum etwas davon mit, wie hier mit irrem Tempo fast alle Staaten an einem neuen Finanzsystem bauen und gleichzeitig das alte System künstlich am Leben halten. Ja, warum aber eigentlich? Würde digitales Zentralbank sehr schnell eingeführt, könnte dies dazu führen, dass sich an der vorhandenen Weltordnung wenig ändert, vielleicht sogar die Positionen der Mächtigen gefestigt werden. Wenn das BRICS-Bündnis weiter wachsen würde und auch zunehmend mehr Handel darüber abgewickelt würde, könnten die Karten sehr schnell neu gemischt werden. Also würde BRICS sehr schnell mit einer eigenen mindestens Verrechnungswährung wie früher der europäische ECU, also eine Art Währung, die nur Unternehmen und Banken zur internen Verrechnung verwenden, starten, könnte das gewaltige ökonomische, für uns unschöne Auswirkungen haben. Es könnte zu Inflation, Verteuerung, Rohstoffknappheit in der jetzigen westlichen Welt führen und meistens spürt man das ja zuerst an der Tankstelle. Die Einführung beider Systeme haben aber auch eine gewaltige Menge an schwer vorausschaubaren Side-Effects und Potenzial zu Fehlschlägen. Ganz abgesehen davon, dass BRICS ja nur eine Übergangslösung und Druckmittel von aufsteigenden Staaten sein könnte, um letztendlich in der CBDC-Welt eine bessere Wertigkeit, also eine Startposition zu bekommen. Denn die neuen Zahlungssysteme, die China und Russland eingeführt haben, können genauso auch für digitales Zentralbankgeld verwendet werden, das ja beide auch schon parat haben. Es könnte ja auch bald eine BRICS-Zentralbank geben, beziehungsweise die bereits gemeinsame Bank dazu umgestaltet werden. Also genau die Bank, von der wir am Anfang berichtet hatten, die gestern bekannt gab, über 1 Milliarde Euro in Brasilien für Wiederaufbau als Kredit zu geben. Klar wird das von den meisten Denkfabriken und großen Vermögensverwaltern, besonders der westlichen Welt, ganz anders dargestellt und die Realität einer BRICS-Verrechnungswährung und damit eine De-Dollarisierung bisher als lächerlich abgetan. Zum Glück, denn alles andere könnte für uns, die ja noch mit Euro oder Dollar bezahlen, sehr schnell unangenehme Auswirkungen haben. Also ich möchte nicht jetzt schon noch mehr für Benzin und Strom bezahlen. Interessant ist aber, dass dieselben großen Vermögensverwalter wie zum Beispiel BlackRock selbst in chinesische Unternehmen und andere BRICS-Staaten investieren. Gegen BlackRock läuft deshalb sogar aktuell eine Untersuchung eines US-Untersuchungsausschusses. Viele Experten sagen ja schon immer, folge dem Weg des Geldes, wenn du die Wahrheit finden willst. Und hier unterscheidet sich eben der Weg des Geldes, große Vermögensverwalter und Denkfabriken, von dem, was sie uns erzählen bezüglich ihrer Einschätzung der Gefahren der BRICS
BRICS-Nationen oder der BRICS-Allianz. Eins steht fest: Umso mehr Welthandel, der bisher mit Dollar abgewickelt wurde, künftig nicht mehr über Dollar abgewickelt wird, desto teurer wird es für die USA, künftig Kredite aufzunehmen. Und bereits jetzt hat ja Japan China vom Platz 1 als Kreditgeber der USA verdrängt und China hat ungefähr 40% ihrer US-Staatsanleihen innerhalb der letzten Jahre abgestoßen. Das heißt, es findet bereits eine De-Dollarisierung von seitens China statt. Das würde zu einer Verteuerung von Krediten und auch von Preisen in der EU letztendlich führen und teilweise passiert das ja jetzt schon. Wie gesagt, das ist die Theorie. Fakt ist aber auch, die USA und die ganze westliche Welt werden alles dafür tun, dass die aktuelle Weltordnung bestehen bleibt und halten daher auch die Federführung der Gestaltung des neuen Geldsystems fest in ihrer Hand. Und wie bereits erwähnt, die CBDC sind nicht die beste Lösung, das Finanzsystem zu retten oder zu reformieren, aber meiner Einschätzung nach diejenige, die den geringsten Schaden anrichten könnte und das geringste oder geringere Potenzial für Kriege und Unruhen hätte. Wie nah sind wir aber einer Einführung von CBDC wirklich und was hätte die schnelle Einführung für Konsequenzen? Also die CBDC als zunächst Ergänzung oder Ablösung des aktuellen Währungs- und Finanzsystems bieten Möglichkeiten und Werkzeuge, die bisherige Weltordnung einzufrieren und zu bewahren. Also die Reihenfolge der mächtigen Wirtschaftsnationen wird nahezu unverändert bleiben. Es sind aber eben genau die Funktionen, mit denen das erreicht werden kann, die von Kritikern wiederum kritisiert werden. Wie weit hier mehr als 130 Staaten schon sind, kannst du übrigens auf dem CBDC-Träger der Human Rights Foundation selbst nachschauen. In einigen kleinen Ländern ist man schon parat. Bahamas und Jamaika beispielsweise haben ihre CBDC schon am Laufen, China ebenfalls und in anderen Ländern wurde er bereits getestet oder man beschreibt gerade an Gesetzen und Richtlinien. Die Europäische Zentralbank veröffentlichte zahlreiche Ausschreibungen erst kürzlich für Detailprojekte und die App-Entwicklung und es gibt eine sehr interessante Anhörung im Deutschen Bundestag, die man sich als Videoaufzeichnung anschauen kann. Link in der Beschreibung hier. Und wenn man diese Anhörung sich übrigens anschaut, ist man ganz schön sprachlos, also ich war es zumindest, wie weit hier deutsche Behörden und Banken schon sind, ohne dass dies Widerhall in deutschen Medien findet. Spanien hat erst vor 2 Wochen die Banken bekannt gegeben, die in den Test der CBDC in Spanien involviert sein werden. Und man findet, wie gesagt, fast wöchentlich News zum Fortgang dieser über 130 Staaten ihrer Pläne für Tests und Einführung. Einige Experten gehen übrigens davon aus, dass die Aktionen der BRICS-Staaten nur ein Ablenkungsmanöver, also ein Theater sei und in Wirklichkeit alle an einem Strang ziehen und alle an CBDC arbeiten und diese dann gemeinsam einführen wollen. Also ich glaube das jetzt eher nicht. Es ist zwar richtig, dass die BRICS-Staaten und allen voran China alle an CBDC arbeiten und in das Projekt voll integriert sind. Allerdings möchten sich diese Länder eben nicht ihren Platz in der Weltrangliste zuweisen lassen, sondern, wenn wir mal den Vergleich von der Formel 1 kopieren, sie wollen ihre Startposition verbessern. Und das BRICS-Staatenbündnis und auch was China aktuell im Alleingang macht, könnte daher eher gedeutet werden, dahingehend, dass man sich absichern will, falls das CBDC-Projekt scheitert, zu spät kommt, oder es könnte auch ein sanfter Erpressungsdruck sein, im Ranking einen gebührenden Platz und Mitspracherechte zu erhalten. Denn immerhin könnten die BRICS-Staaten als Partner der CBDC-Allianz ja auch eine gemeinsame neue BRICS-Währung ins CBDC-Rennen schicken. Das ist etwas, das ich persönlich übrigens für die eigentliche Strategie halte und es wäre auch sofort oder sehr schnell umsetzbar. Jeder arbeitet also an einem Plan B. Interessant, oder? Bevor am Ende wir mal darüber sprechen wollen, wie dein Plan B aussehen könnte, doch nochmal zurück zu China. Bei China sieht man, dass China scheinbar nicht nur am Plan B, sondern auch am Plan C arbeitet. Ja, denn die People's Bank of China, die PBOC, die Zentralbank des Landes, hat bilaterale Währungsswap-Vereinbarungen mit mehr als 40 ausländischen Zentralbanken oder Währungsbehörden unterzeichnet, wie aus einem Bericht der PBOC hervorgeht. Derzeit sind jetzt 31 bilaterale Währungsswap-Vereinbarungen in Kraft mit einem Gesamtvolumen von etwa 4,16 Billionen Yuan, also das sind 586 Milliarden US-Dollar circa, so der Bericht. Bilaterale Währungsswaps zwischen Zentralbanken verschiedener Staaten sind Finanzierungsvereinbarungen, bei denen die Zentralbank eines Landes ihre eigene Währung gegen eine andere tauschen kann. Das erleichtert dann den Handel, senkt das Zins-
und Währungsschwankungsrisiko und der Handel muss eben nicht mehr über Dollar abgewickelt werden. Damit kann der Dollar und teilweise sogar das SWIFT-System de facto komplett umgangen werden. China hat dazu bereits ein zu SWIFT alternatives Zahlungssystem aus dem Boden gestampft, das heißt Cross-Border Interbank Payment System, abgekürzt CIPS. Und CIPS hat heute etwa 1427 Finanzinstitute bereits in 109 Ländern und Regionen an das System angeschlossen. Und damit kann China außerhalb des Dollarbereichs und außerhalb des SWIFT-Systems eben mit diesen 109 Ländern bereits Handel treiben. China und Partner, mit denen China Handel treibt, müssten dann theoretisch also nur noch ihren Handelsüberschuss oder ihr Defizit über Dollar abwickeln. Im BRICS-Konzept geht man hier sogar noch weiter. Hier ist es ja so, dass wenn zum Beispiel ein Land, also Brasilien zum Beispiel, an China Waren verkauft und China jetzt Brasilien etwas zu bezahlen hätte, Brasilien von diesem Guthaben auch in Indien einkaufen könnte. Das heißt, dass diese Währungsswappings sind sozusagen nicht 1:1 zwischen zwei Staaten, sondern gelten sozusagen dann im gesamten BRICS-Bereich. BRICS-Staaten planen hier also untereinander zu verrechnen, beziehungsweise tun das bereits. Noch wird das nicht über eine eigene BRICS-Währung abgewickelt, sondern eben über Währungsswaps, aber künftig könnte das über eine virtuelle Währung abgewickelt werden. Und genau das haben einige EU-Länder von 1981 bis 1999 so gemacht und die Währung nannte man damals eben ECU. Keine Scheine, keine Münzen, sondern die europäischen Länder hatten nur eine interne Verrechnungseinheit für den EU-Binnenmarkt. Hier lief das sehr ähnlich, wie das unter den BRICS-Staaten läuft und weiter ausgebaut werden soll. Die einzelnen europäischen Staaten hatten also noch ihre eigenen Währung parallel, aber Unternehmen und Staaten untereinander haben bereits auf dem Papier bzw. am Computer mit dem ECU gehandelt. Und später dann wurde erst der Euro eingeführt. Die Welt erlebt also bereits eine zunehmende De-Dollarisierung, die durch die Abkehr vom US-Dollar als globale Leitwährung und den verstärkten Goldkauf vieler Zentralbanken noch angetrieben wird. Eine mögliche Ursache übrigens auch für den anhaltend hohen Goldpreis könnte das sein. Auch Russland kündigte an, seine Gold- und Devisenkäufe in lokalen Währungen zu verdoppeln. Und China will ganz offiziell mit dem SWAP-Abkommen den Außenhandel unabhängiger vom Dollar gestalten. Das wird ganz offen so angesprochen. Sogar Frankreich, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien auch zeigen Interesse an alternativen Währungen für internationale Zahlungen, was alles zu einem Rückgang Stück für Stück der Dollarnachfrage führt. All das wird definitiv Auswirkungen auf Menschen in der EU und in vielen anderen Ländern auch haben. Wenn also so viele Staaten an einem Plan B arbeiten, wie wir gesehen haben, China noch an einem Plan C beispielsweise, fragt man sich vielleicht, wie sieht mein eigener Plan B aus? Vielleicht fragst du dich das auch. Es ist in der Tat so, dass wir täglich mit Mandanten sprechen über genau diese Frage. Komm am besten zu unserem Plan B-Seminar. Den Link zur Eventseite findest du hier oben eingeblendet und auch in der Beschreibung zum Video oder auf unserer Webseite perspektiveausland.com. Wir zeigen dir bei unserem Plan B-Seminar, wie du dein Vermögen schützen kannst und mehr Freiheit und Sicherheit für deine Familie umsetzen kannst. Lass dich über Möglichkeiten informieren, die zum Beispiel eine oder mehrere weitere Staatsbürgerschaften oder einen anderen Wohnsitz mit sich bringen könnten. Und die meisten der Referenten erzählen, wie sie das selbst für sich bereits umgesetzt haben oder ihren Plan B entworfen haben. Einige sind ausgewandert, andere haben Gesellschaften, wie zum Beispiel Stiftungen im Ausland gegründet. Manche haben ihr Vermögen völlig neu strukturiert, wieder andere haben sich eben eine oder mehrere Staatsbürgerschaften zugelegt, ihren Wohnsitz geändert oder haben mehrere Wohnsitze. Melde dich jetzt zum Plan B-Event in Zürich an. Deinen Partner bringst du natürlich kostenfrei mit. Oder wenn du das Gefühl hast, die Zeit drängt, buche gleich jetzt dein Plan B-Beratungsgespräch. In 2 Wochen gibt es das nächste Update hier zum Thema CBDC und BRICS-Allianz. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.